Weil ich möchte die Folge, vielleicht wäre es ganz sympathisch, wenn wir die Folge heute Der Einwand ist nicht dein Feind. Oder der Einwand kann sowohl Feind und Freund sein. Ich sehe es mal so, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Wenn man so betrachtet, dann kann der Einwand, der Feind meines Feindes, also meines Ansprechpartners, mein Freund sein. Franjo, in einem Satz musst du mir erklären, warum Einwände kein Blocker sind, sondern Wegweiser. Also man könnte sagen, du bist dir selbst der eigene Feind. In diesem Kontext. Du bist dein eigener Feind, solange du den Einwand nicht dein Freund sein lässt. Richtig. Klappe zu, Klappe auf. Franjo, das ist die 40. Folge von Darling Out, die OB2B Podcast. Ist es wegen mir, dass es wieder falsch gemacht Ja, also, weil bei der letzten Folge habe ich es direkt hinbekommen. Genau, richtig. Wir haben lange nicht gedreht. Mit mir, ich war Keine Ahnung. 31. Episode. Ich denke, ja, ich war bei der 31. Yep. Ja? Ja. Danach nicht mehr? Ich war Du noch hattest nichts mehr zu melden. 6, 7, 9? 9 Episoden, ja. 40 minus 31 sind 9. Ja, richtig. 9 Folgen lang hattest du nichts zu melden. Nix. Ich war noch hinter der Kamera, war sympathisch. Hab da schon die Kommunikation. Das sagst du. Ich hoffe zumindest. Ja, das darfst du hoffen, ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man ja immer ganz philosophisch. Genau, stimmt. Ja. 40 Meilenstein gemacht. Ich bin stolz auf uns. Sehr gut, liebe Zuschauer, Zuhörer und Zugucker. Wir sind bei unserer 40. Folge angelangt. Vielen herzlichen Dank an alle, die einmal reingeschaut haben. Das heißt, dass Sie, liebe Damen und Herren, noch 39 Folgen haben, die Sie sich anschauen müssen. Ja. Müssen. Bitte. 40 Sachen, die man tun muss, bevor man Sales macht. Stirbt. Ach so, ja, bevor man Sales macht, ist unsere 40 Folgen zu schauen. Willkommen nochmal zu Darling Out, die OB2B Podcast. Euren Podcast rund um Sales, Pre-Sales und After-Sales und B2B-Sales und Dachmarkt und Kaltakquise und Cold Calling und Direktanrufe und Direktvertrieb und ja. Und BDA und STA und STA, AE, Business Development Strategies, FOMO, CRM, SAP, wie auch immer, sofort, so lang und so weiter und so fort. USW und so weiter. USW auch. Stimmt. Ja, und gut. Einwandbehandlung. Genau. Einwandbehandlung vor allem. Wir haben 6, 7, 8 Folgen dazu gedreht, glaube ich. Ja. Wo es um Einwandbehandlung ging, spezifische Einwände, ganz genaue Einwände, die wir mal durchgegangen sind. Stimmt. Franjo, unser BDA und wirklich gekrönter Einwandmaster des Unternehmens, wo man wirklich ganz offen sagen kann, wenn einer an Einwand behandeln kann, dann bist das nicht du. Dann ist es Maria. Dann ist es Maria. Nein, dann bist das du. Ah, danke schön. Unter anderem. Die können das auch, aber ich glaube, du bist der Einwandmaster, weil du derjenige bist, der darüber so viel zu sagen hat, so viel erfahren hat und die Erfahrung wirklich sehr gerne mit allen teilt. Immer. Weil es ist eine schöne Sache, etwas Neues zu lernen und zu wissen, wie man auch gegen die schlimmsten Ansprechpartner sich gut beweisen kann, sozusagen. Ja, das geht ja einfach nur um Selbstbeweisen. In einer Art und Weise, ja, eigentlich. Das ist doch das Leben. Man muss sich erstmal sich selbst beweisen. Hat man das einmal getan? Dann beweist man sich nochmal. Und dann nochmal. Genau. Und nochmal. Dann macht man weiter. Genau. Man sucht sich immer nur ein weiteres Thema und vielleicht nochmal einen weiteren neuen Meilenstein aus. Genau, oder einen neuen Ansprechpartner, den man wieder erreichen will. Genau. Zum Beispiel. Und dann stirbt man einfach eines Tages. Aber fröhlich. Aber mit Beweis. Mit Beweis. Ich hab's geschafft. An sich selbst. Genau. Gut. Ich habe mir selbst bewiesen, dass ich das schaffe. Genau, Franjo. So, folgendes. 40. Folge. Wir sind hier gebrandet.
Mit einem Logo, welches man so noch nicht gesehen hat. Man hat es gesehen. Man hat es mehrmals schon gesehen, vor allem in diesen Folgen von uns, aber so in dieser Verfassung, dass es wirklich, das gab es bisher nicht. Das gibt es nur bei uns. Das müssen wir schützen, diesen Kreis hier. Ja, genau. Das ist der Kreis des Sales. Weil das O steht bei uns für sehr viele Sachen. Ohne Probleme. Dazu könnten wir nochmal eine Folge drehen. Was ist das O? Ohne Probleme. B2B. Ohne Probleme? Genau, könnte man auch problemlos sagen, aber dann wäre es nicht, nee, das ist dann O. gäbe es kein O. Aber man könnte sagen, problemlos. 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 Nee, Quatsch beiseite. Ja. Was ich mit dir heute machen möchte, ist, ich möchte von hinten anfangen. Und zwar mit einem Game und nicht mit irgendwie so erstmal sezieren und dann ein Game spielen. Ich möchte mit dir heute, weil es die 40. Folge ist, ich glaube, das haben wir auch bei der 20. und bei der 30. gemacht. Ungefähr, ja. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Wenn nicht, löscht die Folge und dann machen wir eine neue. Weil das muss so sein. Wir starten mit einem Game. Gut. Weil es eine Jubiläumsfolge ist. So genannt, ne? Ja. So, Dominka, meine Wenigkeit. Lies typische Einwände vor. Franjo, wir kommen back to basics. Back to basics. Franjo muss sofort entscheiden. Freund. Freund, okay. Oder Feind. Feind, okay. Weil ich möchte die Folge, vielleicht wäre es ganz sympathisch, wenn wir die Folge heute Der Einwand ist nicht dein Feind. Oder der Einwand kann sowohl Feind und Freund sein. Ich würde es mehr als der Einwand kann dein Partner sein. Partner muss jetzt nicht direkt spezifisch Feind von der Freund sein. Du kannst auch mit einem Feind kooperieren. Hey, komm. Ich sag Feinde nur, beiseite. ich sehe es mal so, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Wenn man so betrachtet, dann kann der Einwand, der Feind meines Feindes, also meines Ansprechpartners, mein Freund sein. Daher, ja. Ich sehe jetzt schon den Output von diesem Spiel, dass du überall nur Freund sagen wirst. Wenn du das machst, dann spiele ich gar nicht. Spielregeln sind ganz klar. Also Freund, wenn es eine Chance ist. Feind, wenn es eine direkte Blockade ist. Und du sagst, ja, okay, lass ich sein. Mach's gut, lebe wohl. Okay, gut. Lieber Feind. Lieber Feind. Gut, okay. Wir haben kein Budget. Besonders im heutigen Markt Feind. Echt? Ja. Ich würde Freund sagen. Besonders im heutigen Markt, weil viele Leute wirklich jetzt jeden Penny sozusagen, jeden Cent ist doch immer so gewesen. Spießer sind Spießer, ja, Geizige sind Geizige aber jetzt und sind sie besonders Galante sind Galante. Ja, aber jetzt sind sie besonders spießig und besonders geizig. Und zum Beispiel jetzt habe ich auch einige Firmen angerufen, welche zum Beispiel Kurzarbeit haben und so. Daher, ja, würde ich mal sagen, für die jetzige Situation Feind. Eigentlich Freunde. Hast du das viel verstanden? Ja, habe ich. Okay. Ich hab's verstanden. Gut. Ich erkläre nur meine Denkweise. Ja, du musst es aber ein bisschen besser erklären, weil das ist für mich jetzt keine Erklärung, mit der ich zufrieden bin, wo ich jetzt sagen würde, ja, Feind. Weil ich würde sagen, wenn er sagt, kein Budget, okay, mein Freund, jetzt vielleicht nicht. Aber lass uns doch mal schauen, ob wir mit dem, was wir anbieten können, das Budget auftreiben können. Oder vielleicht wisst ihr noch gar nicht, was der Mehrwert für euch da eigentlich ist, wenn ihr schon vom Geld spricht. Über Geld spricht man ja eigentlich bekanntlicherweise nicht. Ne? Aber in solchen Kontexten hat man schon auch solche Themen und da stimme ich dir vollkommen zu, dass man auch diesen Einwand, diesen Freund, den du jetzt erklärt hast, so bearbeiten kann. Stimme ich vollkommen zu. Aber jetzt versuche ich ja ein bisschen so die allerneuesten, allerfrischesten Erfahrungen, die ich habe, in dieses Gespräch reinzubringen. Ach, Erfahrungen, die machen den Vertrieb zunichte. Man muss ein bisschen naiv reingehen. Stell dir mal vor, du brauchst irgendwie unbedingt eine Abwechslung. Und dich lädt jemand ein, mit ihm in Urlaub zu fahren. Okay. Die ging's richtig mies die letzten Tage, die Monate und Jahre. Das haben sich alle verlassen, außer dieser eine Freund, der sagt, hey, komm, wir machen jetzt Urlaub. Okay.
und du sagst, hey, ich habe kein Geld. Aber wenn er mich eingeladen hat, Ja, der hat dich eingeladen, der ist kein Milliardär, der kann jetzt auch keinen Urlaub nach Hawaii irgendwie finanzieren. ja, aber Du schaffst das Geld doch irgendwo an, um in den Urlaub zu gehen, dort nochmal frisch Energie zu tanken, vielleicht neue Leute kennenzulernen, neue Opportunities zu schaffen, ne? stimmt. So muss man das sehen. Ja. Und deswegen bist du der, Die Krise ist nur da, wenn man ihr erlaubt, dass sie da zu ist. sein. Genau, stimmt. Ja, okay, wie du möchtest. Also Feind, Freund ist beides okay. Beides okay, diese Situation, ja. Für mich ist aber, wenn jemand sagt, kein Budget, Freund. hey, mein Freund, Ja, genau. lass uns doch das Budget selber irgendwo was abkratzen. Wir kratzen schon was ab. Oder finden wir das Budget dafür? Lass uns das Budget finden. Genau, Ja. das kann man dann irgendwie schon lösen. Gut. Schicken Sie mir eine E-Mail. Freund, Freund. easy. Ganz einfache Frage. Wann war das letzte Dann Mal? hast du die Zeit. Nicht nur das, sondern da frage ich einfach, ich kann Ihnen gerne eine E-Mail schicken, überhaupt kein Problem, aber wann war das letzte Mal, dass eine E-Mail Sie mehr überzeugt hat als ein Gespräch? Ja. Und da fängt man einfach an mit dem Termin. Daher. Ich bin ja ein sehr schlechter E-Mail-Leser. Deswegen. Ich bin generell ein schlechter Leser. Ich lese so schlecht. Ja, und dann überspringe ich sehr wichtige Informationen in der E-Mail. Aber wenn man zuhört, dann hört man zu. Genau. Genau. Aber ja, E-Mail danach trotzdem gut. Ja, die E-Mail danach Hey, trotzdem gut, aber Vielleicht können die versuchen, gut lesen. genau, versuchen so zu bearbeiten und dann auch Freund, da Okay. großer Freund. Okay, wir arbeiten schon mit einem Anbieter. Freund, ganz einfach. Wenn Sie zum Beispiel etwas hätten, was Sie jetzt verbessern würden mit dem Anbieter, was wäre das denn? Und dann einfach reinspringen. Daher, Vergleichen. Vergleichen. Schauen sich doch einfach bei uns um. Vielleicht Genau. gibt es Ihnen nochmal Inspiration. was Sie zum Beispiel Sie jetzt noch bestätigen verbessern sich dann, können. genau, vielleicht nochmal, dass Sie wirklich den richtigen gewählt haben und nicht uns, Richtig. den falschen. Richtig. Geben Sie uns doch die Option, zumindest der Falsche zu sein. Genau. Oh, das ist ein schöner Das ist Satz. doch gut. Das ist ein schöner Satz. Warum geben Sie uns nicht die Möglichkeit, Nummer 2 zu werden? Genau. Oder geben Sie uns die Möglichkeit, dass Sie dann wieder richtig Ich bin eine liegen. Liebhaberin. Ich wäre so gerne Ihre Liebhaberin. Nein, natürlich nicht. Nein, nicht, aber in diesem Kontext ist es Aber schon da okay. springt sicher einer drauf ein. Sicherlich. Die sagen, 100%. hey, oho, ja, hatte Ja. ich noch nie. Und stell dir mal vor, kommst du ins Jahr, jetzt will ich Ihnen zeigen, dass mein jetziger Partner besser ist als Sie und dann in einem Moment, Oh nein. vielleicht könnte da schon etwas Die Gutes wird drin jetzt zur Nummer 1 oder zur einzigen. Das Ah, ist ja das Ziel, die einzige zu Die sein. einzige, ja. Genau, so, ganz klassisch, ganz fies, ganz übel, ganz mies, kein Interesse. Die Frage ist, habe ich das schon erklärt? Haben Sie zugehört? Verstehen Sie, dass es einen Mehrwert für Sie bringen kann? Und einfach weiter. Also Freund. Egal wie mies es sein kann, egal wie schnell es kommt, man kann immer gegen kein Interesse ankämpfen. Wenn nicht jetzt, dann in einem späteren Moment. Ich habe das hier auch so vermerkt als Reflexeinwand. Reflex. Ja, stimmt. Gell? Aber viele Leute würden sagen, kein Interesse, ohne zuzuhören, was eigentlich man sagen will, was der Mehrwert ist, was die Benefits wären, was da rausgeholt werden kann. Daher Gut. gut. Jetzt ist kein guter Zeitpunkt. Okay. Also wenn es ein wirklich schlechter Zeitpunkt ist. Wenn es wirklich schlechter und Zeitpunkt der ist, wirklich gerade in einem Termin steckt und du jetzt hier was erzählst, dann ja. ja, okay. kein Problem, aber dann ganz einfach, ich rufe sie dann nächsten Montag an um 10 Uhr. Direkt Direkt einen die Termin Möglichkeit ausmachen. geben, Genau, überhaupt kein Problem, einfach die dass er Nachfolge. einen Zeitpunkt findet. Ja. Genau. Oder wenn er mich mehrmals vertröstet hat, einfach mit dem Argument kommen, Sie haben mich jetzt mehrmals vertröstet und jetzt sagen wir es wirklich ehrlich. Sie haben bis jetzt nichts gemacht, Sie wollen etwas machen und Sie suchen immer den richtigen Moment. Wieso fangen wir jetzt einfach nicht an? Ja. Sehr gut. Ihr Produkt ist zu teuer. Wollen Sie einen Mehrwert? Dann kommt Qualität auch damit zu. Genau. Und das finde ich kostet. ist gut. Und das ist Aber- dann wieder nochmal hier. Freund. Wenn er sagt, sie sind zu teuer,
Okay. Dann darf man sich auch ein bisschen beleidigen. Wenn er sagt, wir haben kein Budget, dann muss man sagen, hey, mein Lieber, Mein lieber Freund. mein lieber Freund, Mein lieber Freund. machen wir uns das Budgetloch doch zum Feind, gemeinsam. Das war so schlecht. Das war so schlecht. Wir machen das intern. Auch Freund. Weil jetzt ist die Frage, wissen Sie, was das Aktuelle mit dem Markt ist? Verstehen Sie, welche Möglichkeiten Sie haben mit den externen Partner? Wenigstens als jemand, Consultant, der einen neuen Wind bringen kann. Daher, es gibt da noch Möglichkeiten, welche man auch mal ausnutzen kann mit den externen Partnern. Und dann kommen wir wieder zu dem Vergleich. Ja, vielleicht haben wir ja noch mal was Sie dann dazu bringen könnte, dass Sie das noch mal bei sich implementieren und besser. Genau. Oder wir geben ihnen die Möglichkeit, richtig zu liegen und mich bloßzustellen, dass Genau. ich lüge. Das ist auch okay. Ja, Dann fühlt sich die andere Person auch noch gut. ja. Bloßstellung. Genau. Immer schön. Franjo, in Oder? einem Satz musst du mir erklären, warum Einwände kein Blocker sind, sondern Wegweiser. Die Einwände sind der direkte Punkt der Painpoints, welche man bei dem Ansprechpartner bearbeiten muss. Und unser Job das ist die Erklärung, jetzt kommt die Erklärung der Erklärung. Unser Job als BDA ist es, die Painpoints zu finden, sodass der Ansprechpartner mehr redet, sodass er selbst versteht, wo er dann Sachen verbessern kann. Bei sich selbst und bei der Firma. Würdest du sagen, der Einwand ist ein Wegweiser oder ist eher so ein kleiner Türöffner von deren Seite? Aber es ist beides. Also es Der öffnet Wegweiser ist doch eher die Frage, die du nach dem Einwand stellst, oder? Oder die Antwort, die du bekommst. Ich würde sagen, die Antwort wäre dann der Wegweiser, weil die Antwort führt mich dann zum richtigen Problem, aber der Einwand ist dann der Türöffner sozusagen, damit ich weiß, okay, besser auch Wegweiser und Türöffner, damit ich einfach ins Gespräch reinkommen kann. Daher, der Einwand ist eine super Sache. Man muss sich nicht von dem Einwand fürchten. Er ist ein Freund, er ist ein sehr guter Freund, der dir helfen kann. Auch die, wie gesagt, schlimmsten, die stursten, die geizigsten, die reizigsten, die nettesten auch im Endeffekt und auch die sympathischsten Ansprechpartner zu überzeugen und auch auf deine Seite zu gewinnen. Okay, wir haben vorhin Reflexeinwand erwähnt und ich würde mal sagen, dass du mir jetzt auf schnell sagen sollst, Reflexeinwand gegen richtiger Einwand, Freund, Feind. Reflexeinwand gegen richtigen Einwand. Freund, weil man ziemlich schnell sehen kann, dass es ein Flex war, dass das sozusagen geübt ist und dass man mit einem anderen Pitch, anderen Stimme, anderen Zeitpunkt das sehr leicht umgehen kann. Und wenn es ein richtiger Einwand ist es auch ein Freund im Endeffekt. Das ist lustig. Ja, weil man dann in den Einwand reingehen kann, das Ganze dann bearbeiten kann und sehen kann, was eigentlich dahinter steckt, wieso er das erstens gesagt hat. Du liebst einfach Einwände und das sind immer deine Freunde. Ja. Außer der erste mit Budget. Da warst du ein bisschen wackelig. Sonst bist du sehr gut befreundet mit Einwänden. Ja, aber das habe ich auch erklärt, wieso. Dankeschön. Du würdest Einwände zu deinem Geburtstag einladen, wenn du könntest. Ja. Deswegen bist du der Einwandmaster. Genau. Ich denke, dass kein Interesse den Kuchen schneiden würde. Ich denke, dass kein Budget vielleicht an die Getränke ausschenkt, ne? Genau, Getränke der ausschenkt. ist ohne Kohle da, aber der schenkt allen ein. Genau, der schenkt allen. Der hat nichts zu verlieren, weil er nichts hat. Genau. Wenn jetzt die branchenspezifischen kommen, dann würden wir sagen, ja, machen wir halt eine Party. Genau. Das passt einfach, ne? Das sind die komischen bei der Party, die komischen Einwände, so wie wir haben gerade eine Renovierung, weil unsere Waschmaschine aus dem Fenster gesprungen ist. Okay, ich habe einen, ist nicht so ähnlich, aber einen dieser Art zum Beispiel, ich habe da ein Meeting organisiert und der Ansprechpartner konnte nicht zum Meeting kommen, weil ihm ist im Hotel eine Leitung geplatzt und er musste die Leitung selbst bearbeiten und sanieren. Was? Was für eine Leitung? Eine Wasserleitung. Ja, siehst du? Wasserschaden. Das ist auswachsen. Sehr schön. Ja.
Ja, man mag den Leuten glauben, was sie so im Telefon Ja, man mag den Leuten erzählen. glauben, ja. So, dann habe ich noch etwas im Internet gefunden, was ich ganz cool fand. Und das wollte ich dir heute erzählen. Hör zu. Und das ist, wie man Einwände systematisch löst. Mit einer Technik, die Calm heißt. Calm wie calm, Calm. Okay. wie ruhig. Aha, Ich würde sagen, nur mit der Ruhe. mit der Ruhe, ne? Aber Calm heißt Folgendes. C steht für Clarify. Okay. Verstehen, was wirklich gemeint ist. Ja? Mhm. A steht für Acknowledge. Einwand anerkennen. Okay. Okay? Ja? Okay. L steht für Lead. Gespräch steuern. Also Lead, führen, ne? Steuern. Nicht Lead wie. Ja, wie das Lied oder der Das Liebe. ist verwirrend, ne? Ja. Und M, move forward. Okay. Nächster Schritt. Was Gut. sagst du dazu? Ist doch gar nicht so schlecht. Nee, das stimme ich zu, nur ich würde erstmal ein bisschen die Buchstaben umsortieren, weil Was würdest du daraus machen? Atzeln, weil erstmal muss man Erst acknowledgen? genau, Nein, das stimmt nicht, Franjo. Clarify heißt ja eigentlich, du musst erstmal sehen, was der Painpoint ist. Und dann sagen, ja, verstehe ich. ja, aber Das stimmt schon. Da Okay. muss ich dir widersprechen. okay, widersprich mir, aber auch der umgedrehte Weg ist auch okay, weil man muss verstehen, okay, ich verstehe, dass irgendwas da nicht stimmt und dann will man mal verstehen, was da genau nicht stimmt und dann führt das Du Gespräch kannst es nicht acknowledgen, du kannst es nicht anerkennen, wenn du nicht weißt, was es ist. Hallo? dann. Aber man versteht schon im ersten Schritt, okay, etwas besteht Das da. ist gerade Frauenlogik, die du anwendest. Ich muss dich Wow. auf den richtigen Weg bringen hier, mein Junge. Ich kann das nicht verstehen, wovon du jetzt sprichst. Du darfst es mir noch einmal erklären, aber ich glaube, ich werde du bekommst mich da nicht Nicht ins Boot, nicht, ne? nicht auf dein Okay, Floss. nee, Karl verstehe ich vollkommen, also diesen Teil. Ja. Aber wie gesagt, ich weiß nicht wieso, aber mir ist irgendwie, dass ich erstmal die andere Person verstehen will, als sie mir das Ganze, okay, wenn sie mir dann das Ganze klärt, dann habe ich das Clarify. Wenn ich das Clarify habe, kann ich das sagen, okay, jetzt verstehe ich. Ja. Ich glaube, du wolltest da irgendwie über deinen eigenen Schatten springen. Ne, verstehe ich. Aber Ja, hast recht. Mach das nicht. Hast recht. Genau, okay. Danke, dass du das begriffen hast. Aber ja, ne, es ist eine sehr gute Methode, mit der man eigentlich das Ganze systematisch angehen kann, damit man erstmal das Ganze versteht, anerkennt, also Empathie zeigt, was wir auch in den letzten 6, 7 Episoden auch mehrmals besprochen haben. Dann auch das Ganze führen, das ganze Gespräch, um zum richtigen Punkt zu kommen und dann move on. Das heißt, den nächsten Schritt planen. Das heißt, entweder Termin organisieren oder noch ein anderes Gespräch oder E-Mail schicken und so weiter und so fort. Daher calm und das calm. Keep calm. Keep calm und das so ganz ruhig zu machen. calling. Keep calm. Das Ganze auch ruhig zu machen, ist auch ein guter Tipp. Also Ja. Du machst ja auch alles ruhig. Ja, du bist da kein hektischer Mensch. macht keinen Sinn. Was sind deine 3 Faustregeln bei Einwänden, wo du sagen würdest, so muss es gemacht werden? Jetzt von der Calm-Technik abgesehen. Abgesehen von der Calm-Technik. Vielleicht was Eigenes Zuhören. zuhören. Ja, erstmal ganz einfach zeigen, dass man die andere Person erstmal versteht, also aktives Zuhören. Zuhören. Ja. Dann würde man sagen, Zuhören und verstehen oder ist es dasselbe? man muss man muss aktiv zuhören, also nicht nur passiv hier sitzen und Zuhören heißt auch verstehen. bei dir. Genau. Genau, okay. Ja. Also aktives Zuhören, Aktives Zuhören. dann auch die richtige Fragestellung, welche Fragen. Ja. welche ich auch mehrmals gesagt habe, was auch die sehr wichtige Sache ist, um den richtigen Weg einzuschlagen und das Ganze.
Und natürlich nicht aufgeben. Opa, okay. Und ich denke, dass es das Letzte, das Wichtigste ist, weil wenn man auch zum Beispiel jemanden gehabt hat, der gesagt hat, kein Interesse, aufgelegt hat, ihn in 2-3 Wochen nochmal anrufen. Vielleicht ist er in besserer Laune, vielleicht kann man da etwas noch anderes machen, vielleicht hat man da in diesem Moment auch einen anderen Pitch, andere Einstellungen, andere Argumente. Es ist den Versuch wert. Ja, das ist tatsächlich nicht aufgeben, würde ich vielleicht noch ein bisschen spezifizieren und sagen, den Kunden an die Hand nehmen. Genau. Und ihm der Wegweiser sein zu der Lösung zu seinem Problem. Zu der Lösung, genau. Wow. Dann funktioniert's. Wir haben mal wieder über Einwände gesprochen. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Der Einwand ist generell unser Freund. Stimmt. Der einzige Feind bei Einwänden ist, wenn man sich dazu entscheidet, sie nicht zu behandeln und nicht zum Freund machen zu wollen. Genau, besser gesagt. Und das ist dann unser Problem. Genau. Und nicht das Einwandesproblem. Stimmt. Also man könnte sagen, du bist dir selbst der eigene Feind. In diesem Kontext. Du bist dein eigener Feind, solange du den Einwand nicht dein Freund sein lässt. Richtig. Fazit. Konfuzius. Damit schließe ich ab. Vielen herzlichen Dank. Das war die 40. Folge. Dialing Out, the OB2B Podcast mit Franjo, unserem BDA und Einwandmaster. Liebe Zuhörer und Zuschauer, macht weiter so. Subscribe. Schön reinschauen, reinhören. Wir haben ab und zu mal was Gutes zu erzählen. Mach den Abschluss und dann sind wir durch. Okay. Like, kommentiert, subscribe an the channel, wie auch immer. Dominika ist Oder? auf LinkedIn. Man findet dich sicherlich. Nein, sicher nicht. Sicherlich. Sicher Ich nicht. bin auch auf LinkedIn verfügbar, aber ich nicht so aktiv wie Dominika. Daher einfach nur loslegen, das Ganze in einem Wochenende durchschauen und dann wird ihr sicherlich besser Einwände behalten können. Und natürlich danke dir, dass du mir geholfen hast, Kolben zu verstehen. Gern geschehen. Bis zur nächsten Woche. Nur ruhig bleiben. Lieben Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Ciao. Ciao.